Eines Tages, während eines Spaziergangs auf dem Landweg, entdeckte die Familie ein kleines, verletztes Rehkitz, das hilflos am Straßenrand lag. Es war offensichtlich, dass ein Auto seine Mutter überfahren hatte, und das kleine Wesen war nun ein Waisenkind. Die Browns, die das Leid des kleinen Tieres nicht ignorieren konnten, beschlossen, es mit nach Hause zu nehmen. Sie tauften das Rehkitz auf den Namen Bambi und schworen, ihm ein neues Zuhause zu geben. Bambi war anfangs scheu, doch mit der Zeit gewöhnte sie sich an die warmherzige Familie und die anderen Tiere auf der Farm. Sie freundete sich schnell mit den Katzen und Hunden an, doch ihre engste Bindung war zu Jim. Gemeinsam erkundeten sie die Wiesen, spielten im Garten und genossen die Freiheit der Natur. Die Browns hatten eine große Route entwickelt, auf der sie alle ihre Tiere zusammen ausführen konnten. Diese gemeinsamen Spaziergänge stärkten die Freundschaft zwischen allen. Bambi wuchs zu einer wunderschönen, majestätischen Geiß heran und schließlich entschied die Familie, dass es an der Zeit war, sie in die Freiheit des Waldes zu entlassen. Doch selbst als Bambi in den Wald zurückkehrte, blieb die Verbindung zu Jim bestehen. Gelegentlich kam sie zurück zur Farm, um ihren treuen Freund zu besuchen. Mit ihrem zarten Geweih klopfte sie an die Tür, bis jemand öffnete, oder sie spähte durch die Fenster, um Jim zu sehen. Eines Tages, als Bambi ihre ersten Kitze zur Welt brachte, wusste sie, dass sie ihnen Jim vorstellen wollte. Sie führte die kleinen Fons zur Farm, und Jim, der die Neugierde und das Vertrauen in seinen Augen hatte, begrüßte die Neulinge mit großer Zuneigung. Er leckte die kleinen Fons, als wären sie seine eigenen Welpen, und die Browns beobachteten gerührt, wie sich die Familie der Tiere erweiterte. Die Jahre vergingen, und die Freundschaft zwischen Jim, Bambi und den anderen Tieren blühte weiter. Sie gingen oft gemeinsam auf Spaziergänge, und die Browns waren glücklich, diese besondere Verbindung zu beobachten. Doch eines Tages, als die Familie auf dem Weg zu ihrem Lieblingsplatz war, bemerkten sie, dass Jim nicht mehr so lebhaft war wie früher. Er schien müde und schwach, und die Sorgen um seinen Gesundheitszustand begannen die Browns zu quälen. Die Familie brachte Jim zum Tierarzt, der ihnen bestätigte, dass der treue Hund alt geworden war und nicht mehr lange leben würde. Die Browns waren am Boden zerstört. Sie konnten sich nicht vorstellen, ihr geliebtes Familienmitglied zu verlieren. Doch an einem ruhigen Abend, als die Sonne unterging und die Luft frisch war, klopfte Bambi an die Tür. Als die Browns öffneten, sahen sie das Reh mit ihren Kitzen neben sich. Jim, der schwach auf seinen Beinen stand, war sofort alert. Er wagte sich vor die Tür und begrüßte Bambi und die kleinen Fons mit einem sanften Bellen. In diesem Moment schien die Zeit stillzustehen. Die Browns sahen zu, wie Jim, trotz seiner Schwäche, seine alten Instinkte wiederentdeckte und mit den Kitzen spielte. Die Begegnung gab Jim neue Energie, und die Browns wussten, dass die Liebe und Freundschaft, die zwischen diesen Tieren herrschte, stärker war als alles andere. In den folgenden Wochen besuchte Bambi Jim regelmäßig, und jedes Mal, wenn sie kam, schien es, als würde das Leben des Hundes ein Stück länger dauern.